Hallo Leute, jeder will doch maximale Performance und einen Motor, der ewig hält. Aber das größte Potenzial dafür verschenken viele schon auf den ersten Kilometern. Sie halten das Einfahren für einen Mythos und überholte Weisheit aus Opas Zeiten. Doch genau hier liegt ein Geheimnis, über dessen Details die Hersteller oft nicht so ausführlich sprechen. Und genau hier machen viele einen teuren, irreparablen Fehler. In diesem Video zeige ich dir, warum das richtige Einfahren auch bei den modernsten Motoren entscheidend ist und wie du damit die Kraftreserven deines Motors freisetzt und seine Lebensdauer entscheidend verlängerst. Bleib dran, denn dieses Wissen kann dir eine Menge Geld und Ärger ersparen. Ich bin auf die Idee zu diesem Video gekommen, weil meine BR 650 gerade in der Einfahrphase ist. Und hier ist natürlich die Frage, muss man einen modernen Motor überhaupt noch einfahren? Diese Frage sorgt für hitzige Debatten in Foren, an Stammtischen und sogar unter Profis. Die einen sagen, auf jeden Fall, das ist das A und O. Die anderen wiegen ab, Quatsch, bei den heutigen Fertigungstoleranzen ist das doch alles Hokuspokus. Und genau diese Unsicherheit ist das Problem. Die Hersteller tragen manchmal zur Verwirrung bei. Im Handbuch stehen oft nur Kappsätze wie: Vermeiden Sie hohe Drehzahlen auf den ersten 1000 Kilometern oder fahren Sie mit wechselnden Geschwindigkeiten. Aber was heißt das genau? Und warum ist das wichtig? Die Wahrheit ist, heutige Motoren werden zwar mit unglaublicher Präzision gefertigt, aber es sind immer noch mechanische Meisterwerke aus Metall. Metall arbeitet, dehnt sich aus, reibt aneinander und muss sich erst an die Belastung gewöhnen. Bei meiner BR 650 soll man die ersten 500 Kilometer 4000 Umdrehungen nicht überschreiten und bis zu 2000 Kilometer die 6000 Umdrehungen. Die Annahme, dass moderne Technologie die Gesetze der Physik einfach aushebelt, ist ein teurer Irrtum. Man sieht die mikroskopisch kleinen Unebenheiten nicht und man spürt den anfänglichen Abtrieb nicht, aber er findet statt. Wer diesen Prozess ignoriert, riskiert später die Quittung zu bekommen in Form von höherem Ölverbrauch, weniger Leistung und im schlimmsten Fall einen vorzeitigen Motorschaden. Die Frage ist also nicht ob, sondern wie man den Motor richtig einfährt, um sein volles Potenzial zu nutzen. Um zu kapieren, warum das Einfahren so wichtig ist, müssen wir uns den Motor mal von innen ansehen. Stell dir vor, du schaust dir die Oberfläche einer brandneuen Zylinderwand unter einem extrem starken Mikroskop an. Was fürs bloße Auge spiegelglatt aussieht, ist in Wahrheit eine Landschaft aus winzigen Bergen und Tälern. Das kommt vom Herstellungsprozess, dem sogenannten Hohnen, das feine Rillen für das Motoröl hinterlässt. Wenn der Motor die ersten Mal läuft, reiben diese rauen Oberflächen, also Kolbenringe und Zylinderwand, aneinander. In dieser Einlaufphase schleifen sich die mikroskopischen Spitzen gegenseitig glatt. Das Ziel ist es, eine perfekt passende, glatte Oberfläche zu schaffen. Die Kolbenringe müssen sich exakt an die Form des Zylinders anpassen, damit alles optimal abgedichtet ist. Und diese Dichtung ist extrem wichtig. Sie sorgt dafür, dass die heißen Gase der Verbrennung nicht ins Kurbelgehäuse entweichen und kein Öl in den Brennraum gelangt. Eine perfekte Dichtung bedeutet maximale Kompression, das heißt maximale Leistung. Wird der Motor in dieser Phase zu hart rangenommen, durch zu hohe Drehzahlen oder Vollgas, entstehen zu viel Hitze und Druck. Die winzigen Metallspitzen können dann abbrechen, anstatt sich sanft abzuschleifen. Das kann zu ungleichmäßigem Verschleiß und sogar Riefen in der Zylinderwand führen. Das Ergebnis: eine schlechtere Abdichtung für den Rest des Motorlebens. Aber es geht nicht nur um Kolben und Zylinder. Alle beweglichen Teile, wie die Lager der Kurbel und Nockenwellen, müssen sich ebenfalls aufeinander einspielen. Und da gibt es ja noch einen Punkt: Produktionsrückstände. Trotz super sauberer Fertigung können winzige Partikel im Motor zurückbleiben. Feinster Metallabrieb oder andere Kleinstteile. In den ersten Betriebsstunden sammelt das Motoröl diesen ganzen feinen Abrieb auf. Deshalb kann ein erster früher Ölwechsel eine sehr gute Investition sein. Jetzt aber genug Theorie und ran an die Praxis. Wie fährst du deinen Motor richtig ein? Keine Sorge, das ist keine Raketenwissenschaft, man braucht nur etwas Disziplin. Man kann es in 2 Phasen aufteilen. Phase 1, die ersten 500 bis 1000 Kilometer, der sanfte Start. Auf den ersten entscheidenden Kilometern solltest du Extreme vermeiden. Dazu gibt es die Drehzahlregel. Das ist die bekannteste Regel. Halte die Drehzahl moderat. Als Faustregel gilt:
Geh auf den ersten 500 bis 1000 Kilometern nicht über die Hälfte bis maximal 2/3 der zulässigen Höchstdrehzahl. Bei den meisten Benzinern heißt das, unter 4000 bis 4500 Umdrehungen pro Minute zu bleiben. Es geht nicht darum, untertourig zu zuckeln, sondern die Belastung für das Material gering zu halten. Zweitens die Lastregel. Fast noch wichtiger als die Drehzahl ist die Last, also kein Vollgas. Auch bei niedriger Drehzahl erzeugt ein voll aufgedrehter Gasgriff enormen Druck auf Kolben und Lager. Genauso ungünstig ist es, den Motor mit zu niedriger Drehzahl den Berg hoch zu quälen. Schalte lieber einen Gang zurück und lass den Motor entspannt arbeiten. Sanftes Beschleunigen ist hier der Trick. Ebenso sollte man in dieser ersten Phase, wenn möglich, wenig mit Sozus oder Gepäck fahren. Drittens die Varianzregel. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Vermeide konstante Drehzahl über lange Zeit. Eine stundenlange Autobahnfahrt ist für einen neuen Motor nicht ideal. Warum? Weil sich die Teile dann nur in einem einzigen Drehzahlbereich aufeinander einspielen. Für das beste Ergebnis brauchst du Abwechslung. Fahr am besten Landstraße durch die Stadt, wo du ganz natürlich oft schaltest und Drehzahl sowie Last variierst. So werden alle Bereiche des Motors gleichmäßig beansprucht. Auch die Räder im Getriebe müssen erst richtig zueinander finden. Deshalb gilt es, harsche Gangwechsel zu vermeiden. Du solltest einfach darauf achten, sauber und sicher hoch und runter zu schalten. Das Getriebe wird es dir danken. Phase 2. Von 1000 bis 2000 Kilometern. Langsam steigern. Nach den ersten 500 oder 1000 Kilometern kannst du die Zügel etwas lockerer lassen. Du kannst jetzt die Drehzahlen schrittweise steigern. Vielleicht auf bis zu 3/4 des Maximums. Gib auch mal für kurze Zeit mehr Gas, aber vermeide immer noch brutale Kaltstarts oder das Ausdrehen bis in den Begrenzer. Der Motor ist jetzt stabiler, aber der Einlaufprozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. Auch hier gilt, Varianz ist König. Wechsle weiterhin bewusst das Tempo und die genutzten Drehzahlbereiche. Nach der Einfahrphase, also irgendwo zwischen 500 und 1000 Kilometern, steht ein Punkt an, über den man nachdenken sollte, der erste Ölwechsel. Auch wenn viele Hersteller das heute nicht mehr explizit vorschreiben, ist dieser Ölwechsel wichtig. Wie wir gelernt haben, ist das Öl jetzt mit einem Feinmetallabrieb der ersten Stunde gesättigt. Diesen Schmutz aus dem Motor zu bekommen, ist eine Investition in die Langlebigkeit. Auch wenn die Serviceintervalle heute manchmal bei 10.000 Kilometern oder mehr liegen, kann dieser Frühwechsel eine kluge Entscheidung für ein langes und gesundes Motorleben sein. Und warum der ganze Aufwand? Was bringt dir deine Geduld am Ende? Das Ergebnis ist genau das, was im Titel steht: mehr Leistung und eine deutlich längere Lebensdauer. Ein perfekt eingefahrener Motor hat eine optimale Kompression, weil Kolbenringe und Zylinderwand ideal aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, die volle Kraft der Zündung drückt auf den Kolben und verpufft nicht einfach. Das Ergebnis kannst du spüren. Der Motor hat mehr Drehmoment, spricht besser an und erreicht seine volle Leistung. Gleichzeitig kann der Spritverbrauch sinken, weil die Energie effizienter genutzt wird. Noch wichtiger ist aber die Lebensdauer. Die glatt polierten Oberflächen reduzieren die Reibung im Motor auf ein Minimum. Weniger Reibung heißt weniger Verschleiß und weniger Hitze. Ein Motor, der falsch oder gar nicht eingefahren wurde, wird immer etwas mehr innere Reibung haben. Es führt unweigerlich zu mehr Verschleiß. Oft ist ein steigender Ölverbrauch das erste Anzeichen, weil das Öl an den nicht ganz dichten Kolbenring vorbeikommt. Ein sorgfältig eingefahrener Motor läuft nicht nur ruhiger und kultivierter, er ist auch robuster. Du investierst auf den ersten Kilometer in die nächsten 100.000. Du legst das Fundament für einen Motor, der auch nach vielen Jahren noch kraftvoll und zuverlässig läuft. Das ist keine Magie, sondern einfach nur Physik. Fassen wir also die 3 goldenen Regeln für ein langes und kraftvolles Motorleben nochmal zusammen. Erstens, variiere deine Drehzahl. Meide konstantes Tempo und nutze verschiedene Drehzahlbereiche im moderaten Rahmen. Schalte ebenso sauber und gefühlvoll hoch und runter. Zweitens, kontrolliere die Last. Kein Vollgas und kein Quälen bei niedriger Drehzahl. Sanftheit führt zum Ziel. Drittens, denk über einen frühen Ölwechsel nach. Er spült den anfänglichen Abrieb raus und ist eine gute Versicherung für die Zukunft des Motors. Moderne Technik hat das Einfahren verändert, aber nicht überflüssig gemacht. Es ist der erste entscheidende Schritt, um das Beste aus deiner Maschine herauszuholen. Und jetzt ihr, was sind eure Erfahrungen beim Einfahren? Habt ihr euch penibel daran gehalten oder habt ihr eine ganz andere Philosophie? Schreibt es in die Kommentare, lasst uns diskutieren. Ich bin gespannt auf eure Geschichten. Und wenn ihr in diesem Video etwas gelernt habt, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um keine weiteren Techniktipps zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und allzeit gute Fahrt. Ciao.